Servus, hello. Schön, dass du über meinen YouTube-Kanal gestolpert bist. Das ist mein allererstes Video zum Thema Kaffee Latte Robot und Comandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, wie gesagt, das ist mein allererstes Video. Ich bin auch ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Und ja, ich muss an dieser Stelle gleich mal ein bisschen ausholen. Dafür bleibt euch das dann in den nächsten Videos hoffentlich erspart. Und zwar Erklärung. Was mache ich? Warum? Wieso? Ich drehe das Ganze hier in meiner Küche und der Eiskasten springt halt immer wieder an. Das heißt, es kann sein, dass hier und da ein bisschen ein Hintergrundlärm ist. Real life. Okay, worum geht's? Wir haben immer den Robot von Kaffee Latte und die Comandante C40 von Comandante. In diesen Videos geht es aber nicht um eine Produktbeschreibung zur C40 oder zum Robot, sondern ich teste verschiedene Kaffeeröstungen durch und versuche einfach herauszufinden, welche Einstellungen am Robot in Sachen Druck am besten funktionieren, beziehungsweise welcher Mahlgrad funktioniert denn am besten auf der Kommandante. Berechtigte Frage gleich mal, warum mache ich das Ganze? Ich selber habe mir am Robot und der C40 am Anfang extrem schwer getan, beziehungsweise immer noch nicht einfach, für verschiedene Kaffeeröstungen den richtigen Mahlgrad rauszufinden, beziehungsweise dann auch, mit welchem Druck gehe ich dann am Robot runter. Ich habe hier unglaublich viele Optionen. Ja? Ich meine, wenn ich schon davon ausgehe, dass ich da nur 3 Mahlgrade mal durchgehe auf der Kommandante und das dann einmal mit 8 Bar mache und einmal mit 9 Bar, dann habe ich da schon 6 verschiedene Szenarien, die ich durchprobieren muss. Und nachdem ich sowieso eben verschiedene Kaffees durchkosten wollte mal am Robot, habe ich mir gedacht, ich zeichne das doch auf. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Prinzipiell muss man dazu sagen, das ist natürlich für die Leute interessant in erster Linie, die genau diese Kombination haben. Also die Kommandante als Mühle und als Maschine den Robot. Rein theoretisch würde ich aber sagen, lässt sich das auf andere Mühlen adaptieren. Natürlich nicht 1:1, aber wenn ihr mal so ein bisschen ein Gefühl habt, wie viele Klicks auf eurer Mühle den Klicks entsprechen, die ich habe, dann könnt ihr da, glaube ich, ganz gut arbeiten. Und müsst im besten Fall vielleicht nur noch feinjustieren. Und braucht nicht, so wie ich, 27 verschiedene Kaffees runterlassen, sondern vielleicht nur noch 3. Ich möchte auch immer ganz gerne ein bisschen auf die Rösterei eingehen und selbstverständlich auf den Kaffee. Also, was suggeriert uns die Rösterei für den Geschmack? Stimmt das dann am Ende eigentlich wirklich? Das ist natürlich total subjektiv, ja, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, was ist mein Gefühl dazu? Wie geht prinzipiell diese Rösterei mit Kaffee um? Machen die Fairtrade, machen die kein Fairtrade? Steht überhaupt auf der Packung oben, was drinnen ist? Ja? Ich möchte insgesamt hier natürlich jetzt keine Wertung für einen Kaffee abgeben. Ja? Ich möchte nicht sagen, ob er mir gut schmeckt oder schlecht schmeckt. Ich gehe darauf ein, wie er schmeckt, also welche Geschmacksnuancen er trägt. Ob er gut oder schlecht ist, das möchte ich nicht bestimmen für euch, weil ich weiß ja nicht, wie euch ein Kaffee schmeckt. Mögt ihr zum Beispiel lieber mehr Säure? Ich nicht, ja? Bedeutet aber nicht, dass es euch nicht schmecken könnt. Von dem her würde ich eher sagen, okay, dieser Kaffee hat mehr Säure oder hat weniger Säure. Ihr könnt euch dann ausrechnen, ob er mir besonders gut schmeckt oder nicht. Aber natürlich, prinzipiell ist zu sagen, wenn ein Kaffee überhaupt nicht gut schmeckt, beziehungsweise wenn er auf dem Robot einfach nicht funktioniert, dann wird er in dieser Serie auch nicht vorkommen. Es wird einfach kein Scheißkaffee verwendet. In diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt diese Serie und ja, ich glaube, wir können dann starten. Mein erster Kandidat in dieser Serie ist der Maria vom Röstraum aus Wien. Ich weiß tatsächlicherweise nicht, wie der ausgesprochen wird, aber Maria oder Maria heißt. Ich habe Ihnen auf jeden Fall geschrieben, vielleicht bekomme ich noch ein bisschen extra Info dazu. Schauen wir mal, was sich ergibt. Ganz kurz zum Röstraum.
Also 2012 haben die begonnen zu rösten, prinzipiell so für sich selber und für den Freundeskreis. Und ab 2014 haben sie begonnen, das in ihren Lokalen zu verkaufen. Also das ist so eine Kette, da gehören dazu das Stadtcafé, der Freiraum, das Blaustern und die Hefenbrüder. Und im Freiraum Wien bekommt man anscheinend laut Website auch alle Sorten zu kaufen. Seit 2015 machen die einen Direct Trade, also sie versuchen so direkt wie möglich mit den Bauern zu handeln. Auf ihrer Website steht auch, dass sie prinzipiell sehr auf Fairtrade bedacht sind. Und seit 2017 haben sie einen Online-Shop, den ich euch natürlich unten verlinke, wo man alle Kaffees kaufen kann. Jetzt ist der Kühlschrank angesprungen. Juhu. Sie sehen sich selber als, sowohl als Third Wave als auch als klassische Espresso-Rösterei. Also so machen so ein bisschen alles. Prinzipiell ganz spannend ist, dass man den Maria, ich weiß es ja nicht auf ihrer Website findet. Ich glaube, dass dieser Maria dem Bianca entspricht auf ihrer Website. Ich werde euch das noch unten reinschreiben, ob das auch stimmt. Den Bianca bekommt ihr ganz normal im Online-Shop, kostet dort ca. 8 Euro. Und den Maria bekommt ihr tatsächlich beim Gourmet-Spar. So, kommen wir zum Kaffee. Also der Maria, prinzipiell ist es ein Arabica-Kaffee. Der kommt aus, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aus Chiapas, Mexiko. Er ist fully washed. Sorte oder Varietät Typica. Anscheinend die älteste Varietät, die so kultiviert wurde. Das Ganze ist ein Bio-Kaffee, was vielleicht für den einen oder anderen doch interessant ist. Es ist ein Full City Roast, soll also heißen, es ist ein bisschen alles und nichts. Nein, ist ein Medium Roast, somit einfach. Für den Siebträger, für die Mokkakanne und für den Vollautomaten. Sie empfehlen das Ganze für Espresso und Cappuccino, was ich bei dem Kaffee wirklich sehr cool finde. Ich weiß, es geht nicht um die Verpackung hier, aber die ist wirklich sehr schön designt. Gefällt mir ausgesprochen gut. Was ich prinzipiell sehr schätze, und zwar bei jedem Kaffee, ist ein Aromaverschluss. Und den hat er. Ich verstehe bis heute nicht, warum manche Röstereien keinen Aromaverschluss machen. Hält natürlich den Kaffee einfach frisch. Und ihr braucht keine Kaffeedose. Er riecht ein bisschen dünkler geröstet, aber ich glaube, das ist er auch, wenn ich mir so die Bohnen anschaue. Was mir nicht so gefällt, auch so eine prinzipielle Sache, ist, es steht kein Röstdatum drauf. Es steht zwar ein Mindesthaltbardatum drauf, wo ich mehr oder weniger davon ausgehe, dass das ein Jahr vom Röstdatum ist, aber es würde ja schon reichen, wenn ich das dazu schreibe. Also kein Röstdatum drauf, taugt mir nicht so. Was verspricht uns der Kaffee so? Sie sagen, er ist mild und sehr nussig. Sehr nussig, da wird schon schwierig, weil das mag ich gerne. Sanfte Schokoladennote, feine Säure. Feine Säure ist ja so ein Ding, weil feine Säure bedeutet mal prinzipiell, er hat Säure. Und eine gute Säure ist was Schwieriges. Also, ob das wirklich stimmt, was auf dieser Packung steht, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee.
So. Wie schmeckt dieser Kaffee? Mild, jein, ja. Also er ist nicht zu stark, das empfinde ich auch so. Ich finde die Schokoladennote, die sie versprechen, hat er auch, und zwar relativ stark ausgeprägt. Nussig ist er nicht. Ist er, finde ich lustigerweise überhaupt nicht. Finde ich ganz interessant, dass sie das auf der Packung so stark anpreisen. Wie gesagt, ich finde das nicht. Sollte jemand von euch einen super nussigen Kaffee daraus bekommen haben mit der Maria, schreibt mir das bitte unten in den Kommentaren, wie ihr das geschafft habt. Das wird mich super interessieren. Die Säure ist, finde ich, bei dem Kaffee stärker ausgeprägt, als man erwarten würde. Ich habe da einige Versuche gebraucht, um einen Kaffee rauszubekommen, der nicht ganz so extrem viel Säure hat. Also er schmeckt lustigerweise bei weitem heller, als die Röstung aussieht. Also somit eigentlich ganz witzig, also die feine Schokoladennote, die finde ich recht ausgeprägt, und die sehr nussige Note, die finde ich nicht wirklich. Was sind meine Einstellungen? Vorweg gesagt, ich finde, dieser Kaffee war relativ schwierig zum Einstellen. Der ist nicht einfach. Also wenn ihr einen einfachen Kaffee wollt, dann müsst ihr euch wahrscheinlich einen anderen nehmen. Trotzdem hier meine Einstellungen, und zwar habe ich für euch 2 verschiedene. Ich verwende hier 18 Gramm Kaffee und 63 Milliliter Wasser. Das ist bei mir die Konstante. Komme hier auf ein bisschen mehr als 2:1 bei der Brew Ratio. Hey, der Kühlschrank ist wieder angesprungen. Einstellung 1. Ich sage mal, das ist die safe Einstellung. Und zwar habe ich 6 Klicks auf der Kommandante, mache dann circa 5 Sekunden Pre-Infusion am Robot und drücke bei 6 bis 7 Bar dann durch. Und bei dem Kaffee waren übrigens alles über 5 Sekunden Pre-Infusion hat nicht funktioniert. Da kommt ein Kaffee raus, der hat ein bisschen mehr Säurespiel, ist aber sonst relativ rund im Geschmack. Ja? Wie gesagt, er hat halt diese feine Säure dann einfach. Ja? Funktioniert aber sehr gut. Einstellung 2. Hier habe ich 5 Klicks auf der Kommandante. Ich weiß, das erscheint schon relativ fein, aber ich bin schon drauf gekommen, man muss für den Robot relativ fein malen prinzipiell. 5 Klicks auf der Kommandante, auch wieder 5 Sekunden Pre-Infusion, und dann drücke ich bei 9 Bar durch. Das ist schon relativ mühsam am Robot, weil das tut auf den Händen weh. Ich empfehle euch, vielleicht nehmt ihr da Handschuhe zum Runterdrücken. Drückt mit 9 Bar durch. Da kommt ein Kaffee raus, der mir persönlich besser schmeckt. Das heißt aber nicht, dass er euch besser schmeckt. Aber ich finde, er ist im Abgang dann ein bisschen weniger scharf. Und es kommen ein bisschen stärker die Röstaromen durch. Schmeckt mir besser, ist so ein bisschen mehr italienischer Espresso dann. Und ich glaube, in diese Richtung sollte dieser Kaffee eigentlich gehen. Wie gesagt, prinzipiell eine sehr runde Geschichte, dieser Kaffee. Geht eher ein bisschen in Richtung italienischer Espresso, also für alle, die das gern haben. Hat aber für einen italienischen Espresso meines Erachtens also ein bisschen mehr Third Wave Säure drinnen. Macht ihn aber spannend und macht ihn auch einfach ein bisschen frischer. Was ich schade finde, ist, dass er diese Nussigkeit zumindest in meinem Geschmack gar nicht hat. Das hätte mich noch super gefreut, wenn er das drin hat. Ihr findet unten in der Beschreibung natürlich auch einen Link zum Robot und zur C40. Außerdem auch zum Röstraum. Die haben neben dem Maria jede Menge andere Sorten, wo ihr euch durchkosten könnt. Und das war's auch schon wieder. Schreibt mir doch einfach mal, gibt es irgendwelche Kaffeeröstungen, die ihr gern mit diesem Setup durchprobiert hättet? Habt ihr den Maria vielleicht selber schon irgendwie durchgekostet? Vielleicht auch auf einer anderen Maschine? Habt ihr den Nuss da irgendwo im Café gefunden? Schreibt mir das in den Kommentaren. Ich lese mir auf jeden Fall alle durch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und drückt vielleicht da hier die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr nicht die kommenden Videos nicht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mit dem nächsten Kaffee weitergeht. So. Ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer ein guter Snack. Entweder selbst gemacht oder vom Bäcker eures Vertrauens. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.